Herzlich willkommen bei Blue Byte. Ich bin Benedikt Grindel und Produzent von Die Siedler, das Erbe der Könige. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wer alles bei der Entwicklung von unserem Spiel mitgemacht hat. In der Spieleentwicklung haben wir viele verschiedene Bereiche. Da gibt es zum Beispiel die Programmierung, die Grafik, die Animation, ganz wichtig das Testen, aber alles beginnt mit dem Game Design. Game Design, das bedeutet, dass dort die Spielregeln ausgedacht werden. Wie soll das Spiel eigentlich genau funktionieren? Was sind die Herausforderungen für den Spieler? Wie belohnen wir den Spieler? Und das macht bei uns insbesondere unser Creative Director, das ist Thomas Friedmann und der sitzt hier vorne. Wir entwickeln hier im Game Design mit 5 Game Designern das neue Siedlerspiel. Zum Game Design gehört dazu, dass wir uns die Regeln des Spiels überlegen, was kann der Spieler machen, wie sieht die Welt aus, wo kommt der Spaß des Spieles her. Das ist der wichtige Aspekt. Um die Welt uns zu überlegen, Siedler spielt im Mittelalter, bedienen wir uns gerne irgendwelcher Vorlagen, die wir uns aus Büchern holen. Wir schauen uns Filme an, die das Mittelalter als Thema haben. Wir schauen, welche Dinge aus der echten Welt von damals können wir übernehmen, wo müssen wir ändern und lassen natürlich auch sehr viele eigene spinnige Ideen damit reinfließen. Was wir natürlich auch machen, das neue Siedler ist jetzt der 5. Teil einer neuen Serie. Wir haben uns die alten Teile angeschaut, genau unter die Lupe genommen und haben überlegt, wo waren die Stärken, wo waren die Schwächen, haben die Stärken versucht auszubauen und die Schwächen auszumerzen. Und das in einem sehr langwierigen Prozess gibt dann am Ende das Design und die Spielregeln des neuen Spiels. Das Erste, was die Spieler vom Spiel erleben, ist die Grafik. Da ist ganz besonders wichtig, dass sofort eine schöne Atmosphäre geschaffen wird. Und dafür sind die Siedler auch immer sehr bekannt gewesen. Jetzt wollten wir für die Siedler, das Erbe der Könige, den Grafikstil weiterentwickeln. Wir sind etwas realistischer geworden und wollten trotzdem diese detaillierte, liebevolle Grafik beibehalten, die viele kennen. Und dazu ist es sehr, sehr wichtig, dass wir nicht nur schöne Gebäude haben, die an sich schon mal gut funktionieren und schöne Charaktere, sondern dass auch alles gut und wunderbar zusammenpasst. Damit das der Fall ist, haben wir jemanden, der sich direkt darum kümmert, und das ist Thorsten Knob, unser Art Director. Ja, im Prinzip gucke ich, dass alles gut zusammenpasst, dass der Stil stimmt. Wir wollten am Anfang des Projektes den Stil ändern, wir wollten was realistischer werden, aber auch nicht zu realistisch. Ja, damit das alles funktioniert, muss ich halt darauf achten. Im Prinzip sieht man im Spiel hier viele einzelne Grafiken, die alle gebaut werden und texturiert werden in 3D-Programmen und in 2D-Programmen. Was man jetzt hier im Prinzip sieht. Und daran sieht man auch, dass der Baum zum Beispiel nicht wirklich realistisch ist, aber man erkennt, dass es ein zivilisierter Comicbaum ist. Die Atmosphäre der Siedler lebt insbesondere davon, dass der Spieler in dieser idyllischen, schönen Landschaft seine eigenen großen Siedlungen erschaffen kann. Und diese Siedlungen, die sind dann besonders schön, wenn die Gebäude auch detailliert sind, wenn da viele Animationen ablaufen, sodass ich als Spieler besonders stolz bin auf die Siedlung, die ich da erschaffen habe. Das heißt, die Gebäude müssen sehr, sehr aufwendig erstellt werden. Das machen unsere Grafiker. Und wie das genau abläuft, das zeigt uns jetzt Daniela. Die Gebäude werden in 3D-Studio Max gemodelt und dann in Photoshop texturiert. Hier haben wir zum Beispiel die zweite Ausbaustufe der Sägemühle. Sie bekommt noch ein Wasserrad hinzu und ein effektiveres Sägeblatt, damit sie besser den Rohstoff verarbeiten kann. Und damit diese ganze Sache veranschaulicht wird, wird das nochmal animiert. Das sieht dann so aus. Die Gebäude und Landschaft in unserem Spiel müssen natürlich noch belebt werden. Und da wir jetzt kein Fantasy-Spiel sind, machen wir das nicht mit so mystischen Kreaturen wie dieser hier. Die haben unsere Grafiker einfach zum Spaß hier rumliegen. Nein, wir orientieren uns an Mittelalterfiguren. Eher sowas wie das hier. Und Figuren wie diese und Abbildungen aus Büchern sind die Inspiration, mit denen unsere Grafiker dann arbeiten, die die Charaktere erstellen. Das sind zum Beispiel hier Michael und Sven. Und Michael arbeitet gerade an Mary de Montfichet, eine der Hauptfiguren aus unserer Kampagne. Und hier auf der anderen Seite sehen wir mal das Muskelsystem und das Skelettsystem des Menschen, denn natürlich müssten auch die Proportionen passen. Und so können wir immer wieder überprüfen und können die Grafiker immer wieder überprüfen, ist das in Ordnung. Allerdings kann er die Figur nicht bewegen. Die steht also da, wie wir es gerade gesehen haben, so stocksteif herum. Damit sie sich bewegen kann, braucht sie ein Skelett. Und dieses Skelett bekommt sie von Frank und das zeigen wir jetzt mal am Beispiel des Schwarzen Ritters. Damit Figuren sich bewegen können, müssen sie animiert werden. Das ist eigentlich mein Job. Ich möchte euch mal zeigen, anhand unseres Schwarzen Ritters im Spiel, wie das funktioniert. Der erste Arbeitsschritt, der für mich anfällt, ist im Prinzip das Anlegen eines Skeletts. Dieses Skelett wird in den Körper der Figur gelegt und ist hinterher beim Spiel nicht zu sehen.
Das Skelett wird benötigt für die eigentliche Animation. Ich kann das hier noch einmal vorführen. Ist dieses Skelett eingebunden in die Figur, kann der nächste Arbeitsschritt erfolgen und das ist das sogenannte Skinning. Das Skinning ist im Prinzip nur ein Zuweisen der einzelnen Punkte der Figur zu den entsprechenden Bones. Ist dieser Arbeitsschritt abgeschlossen, beginnt die eigentliche Animationsarbeit. Für die Animation selektiere ich die einzelnen Bones, zum Beispiel eine Hand, und kann anhand dieser Bones die Figur bewegen. So, nach dem kreativen Chaos, gerade bei den Grafikern, kommen wir jetzt in eine ganz andere Abteilung, nämlich zur Programmierung. Da sieht es auch gleich vollkommen anders aus. Zum Beispiel sind die Schreibtische alle viel aufgeräumter und nicht nur, weil wir heute mit der Kamera da sind. Auch an den Wänden sind nicht so viele bunte Bilder. Was die Programmierer jetzt machen, die sorgen dafür, dass alles, was wir vorhin gesehen haben, nämlich die Grafik, die Animation oder auch das Game Design, auch wirklich funktionieren. Das heißt, wenn ihr nachher das Spiel habt auf eurem Rechner, das alles zusammengreift und dass keine Bugs mehr im Spiel sind, das wird hier gemacht. Dazu benutzen wir eine Programmiersprache, C++, und wie das ganz genau aussieht, das gucken wir uns jetzt einfach an. Ja, Logikprogrammierung ist dazu da, quasi dem Computer beizubringen, was so ein Siedlerspiel überhaupt ausmacht. Der Computer in sich, der weiß ja gar nicht, was so ein Siedler ist oder was eine Einheit ist, was ein Baum ist, was ein Haus ist, und wir versuchen das quasi beizubringen. Zum Beispiel das Game Design sagt uns, wie so ein Arbeiter zu funktionieren hat, dass der ein Zuhause hat, eine Arbeitsstätte, dass der Bedürfnisse hat, und wir setzen das Ganze dann quasi im Programm, in C++-Code um. Ja, zusammenfassend kann man sagen, dass wir dafür sorgen, dass die Spielregeln in dem Computer verständlich gemacht werden und eingehalten werden. Ja, bei ihrer Arbeit, da erzeugen unsere Programmierer und die Grafiker eine unheimlich große Menge an Daten. Das sind viele, viele tausend Dateien und die würden normalerweise ein ziemliches Chaos ergeben. Aber wir haben jemanden, der sich darum kümmert, dass das nicht passiert. Das ist ein Spezialist, unser Datenmanager. Der hat auch die Version gemacht, die ihr gerade vor euch liegen habt. Das ist Doan und das gucken wir uns einfach mal bei ihm direkt an. Also unter Datenmanagement ist zu verstehen, dass die produzierten Daten, die die Grafiker machen, und die produzierten Sourcen, die die Programmierer machen, unter meiner Leitung richtig geführt werden. Das heißt, dass die eine richtige Struktur bekommen, wie man das hier am Monitor sieht, dass man da verschiedene Ordner hat, in welche man richtig geordnet hat, heißt Grafiken, die Modelle in ihren richtigen Modellordnern, die Animationen in richtigen Animationsordnern und so weiter und so fort. Das ist aber nicht die einzige Aufgabe vom Datamanagement. Die Aufgabe vom Datamanagement ist noch, dass die Gebäude, dass sie nicht so einfach roh dastehen, dass sie auch eine Animation bekommen. Und das zeige ich euch jetzt. Wenn man auf den Monitor guckt, sieht man das Gebäude hier. Dort werden diese Striche hingelegt, wenn man darauf achtet. Dort sind die Wegpunkte, die die Figur dann in dem Gebäude durchläuft. Das heißt, man sieht, dass die Figur dann aus dem Haus rauskommt und diese Wegpunkte abläuft. So, gefällt mir dieser eine Wegpunkt nicht, gehe ich hin und verschiebe den Punkt. Dann läuft er natürlich einen anderen Weg entlang. Man sieht, dass er jetzt wieder aus dem Gebäude rausgeht und direkt nach dem die Punkte abläuft. Und damit das nicht so langweilig wird, werden da immer verschiedene Animationen an den Gebäuden abgespielt. Das ist die Aufgabe vom Datamanagement. Die Daten sind jetzt alle im Spiel, aber das nutzt euch noch gar nichts. Denn spielen kann man nur, wenn alle Daten zusammengefasst werden, und zwar zu unseren Karten, zu den sogenannten Levels. Hier vorne sehen wir mal einige dieser Karten. Da sind jetzt alle verschiedenen Elemente, wie zum Beispiel Bäume, Gebäude, das Wasser, die Berge zusammengefasst worden. Und das machen wir mit einem speziellen Tool, mit einem Editor. Und diesen Editor bedienen unsere Leveldesigner. Zusammen mit den Leveldesignern und den Game Designern erstellen wir hier die Karten. Bei den Karten kommt alles zusammen. Die Spielideen, die die Programmierer programmiert haben, die Grafiken, die die Grafiker erstellt haben, und das alles kombinieren wir zu einem völlig neuen Spielerlebnis. Aber bevor wir das machen, erstellen wir ein Design der Karten. Das bedeutet, wir machen ganz klare Ablaufpläne, wann passiert was in der Karte, wie kann der Spieler darauf reagieren, wie versteht er die Situation. Das Ganze geht dann zu einem Skripter, der das alles runterprogrammiert, und gleichzeitig setzt hier ein Leveldesigner hin und erstellt die Karte. Das bedeutet, er editiert sowas wie Berge,
ersetzt die Bäume, andere Objekte wie die Siedler und die Gebäude. Das beides zusammen ergibt dann letztendlich die Missionen, die ihr jetzt auf der CD spielen könnt. Hier haben wir jetzt einen fertigen Level und jetzt kommen wir in die ganz wichtige Testphase. Da spielt natürlich das gesamte Team immer mit, um zu gucken, wie weit ist unser Spiel eigentlich. Zusätzlich haben wir uns aus unserem rumänischen Studio Emil geholt. Der ist Fachmann und der wird uns jetzt zeigen, was da genau passiert. Ich gebe euch mal ein Beispiel für einen Kartentest. Die Map wird von den Testern immer und immer wieder durchgespielt und dabei auf Fehler getestet. Wichtig dabei ist vor allem das Balancing der KI und der Ressourcen. Aber auch das Finden von logischen Fehlern oder Fehlverhalten der computergesteuerten Charaktere. Letztendlich sollen die Spieler ein fehlerfreies, nicht zu leichtes, aber auch nicht zu schweres Spiel bekommen. Das Spiel ist jetzt getestet worden und wir sind wieder in der Grafikabteilung. Allerdings jetzt nicht in der Spielegrafik, sondern in der Marketingabteilung Grafik. Da werden zum Beispiel Displays gemacht oder alle Anzeigen fürs Spiel und auch die Verpackung, hier vorne bei Kathi und Jürgen. Im selben Büro, auf der anderen Seite, sitzen zwei Kollegen, die besonders wichtig sind für die vielen, vielen Siedler-Fans in den anderen Ländern. Und das ist hier vorne der Dieter und hinten der Stefan. Die sorgen dafür, dass die Siedler in 20 anderen Sprachen lokalisiert wird. Und jetzt gehen wir in eine Abteilung, die für euch wieder besonders wichtig ist, nämlich zu unserem Internet-Team. So, da sind wir schon. Hier vorne rechts sitzen Jane und Stefan und die sorgen dafür, dass die Internetseite von Die Siedler, das Erbe der Könige jede Woche geupdatet wird, dass das Forum läuft und dass ihr immer alle Informationen auch im Netz findet, die für euch wichtig sind. Information ist ein gutes Stichwort, denn für das ist insbesondere die Abteilung hier zu unserer Linken verantwortlich, das ist die PR-Abteilung. Die sorgen dafür, dass Presse, Funk und Fernsehen immer genau wissen, was bei uns gerade passiert. Hier in der Presseabteilung kreieren wir täglich Nachrichten zum Thema Die Siedler. Das heißt, wir telefonieren mit Journalisten, wir versenden Pressemitteilungen, wir treffen Journalisten auf Presseveranstaltungen, auf Messen oder wir besuchen sie sogar in ihren Redaktionen. Das sind Journalisten aller Medienarten, zum Beispiel von der Spielefachpresse, von der normalen Presse, also von Publikumszeitschriften. Wir versorgen TV-Journalisten mit Filmmaterial oder wir sprechen natürlich auch mit Radiojournalisten und den Online-Medien. Zusammenfassend lässt sich sagen, immer dann, wenn ihr was über die Siedler lest, seht oder hört, hat das hier in diesem Raum seinen Ursprung genommen. Die Meldungen, die Carsten und seine PR-Kollegen in den Äther hinausschicken, die stimmen sie mit dieser Abteilung hier ab. Das ist unsere Marketingabteilung. Die behaupten von sich selbst, ohne sie liefe gar nichts. Und soweit es um die Kommunikation unseres Spiels geht, stimmt das auch. Aber die machen nicht nur Pressemitteilungen zusammen mit der PR-Abteilung, sondern machen auch selber sowas wie diese Standees hier von unserem Freund Sam Fischer. Und noch andere Dinge, wie zum Beispiel so eine Großverpackung. Da geht es auch einiges für Die Siedler, das Erbe der Könige geben. Und was das genau ist, das erzählt uns jetzt Andreas. Das Produktmarketing ist bei Ubisoft die Schnittstelle für alle unternehmensrelevanten Abteilungen. Bei uns fließen die ganzen Fäden zusammen. Wir arbeiten zusammen mit Vertrieb, mit Lokalisierung, mit Grafik, mit der Presse und natürlich auch mit Blue Byte. Wir haben hier bei uns den Vorteil, dass Blue Byte direkt bei uns im Hause sitzt. Und wenn ich was brauche von den Entwicklern, gehe ich halt einfach den Gang runter und bin dann ganz schnell beim Benedikt und der gibt mir dann in der Regel auch das, was ich haben möchte. Ja, was machen wir sonst noch so? Ansonsten sind wir für die Vermarktung natürlich des Produktes in Deutschland zuständig. Wir arbeiten an Anzeigenkonzepten, an TV-Spots, an Kinospots und natürlich auch an vielen bunten Sachen, so wie dieses Standy, das wird später mal im Handel stehen, damit man entsprechend auf unser Siedlerspiel auch aufmerksam werden wird. Des Weiteren machen wir coole Kooperationen. Wir haben unter anderem mit der finnischen Band Apokalyptica eine Musikkooperation. Die werden das offizielle Siedlerlied rausbringen zum Release, zusammen mit Ville Walle, das ist der Sänger von Him, und Lori, das ist der Sänger von Rasmus. So, jetzt ist die Musik drin, das Spiel ist fertig.
Wir haben es getestet, jetzt muss es nur noch zu euch in die Läden kommen. Dafür haben wir unsere Vertriebsabteilung. Und wie das genau funktioniert, erzählt euch jetzt Alexandra. Ja, nach der Entwicklung eines solchen Spieles bekommen wir von der Geschäftsleitung natürlich eine Verkaufszahl vorgegeben. Die bekomme ich auf den Tisch und die werde ich soweit aufteilen bis in jeden Markt, sodass jeder Markt dann eine optimale Menge zur Verfügung hat. Also wir verkaufen das Spiel dann an unsere unterschiedlichen Kunden, wie zum Beispiel Mediamarkt, Saturn, Kaufhof Karstadt oder im Online-Bereich die Firma Amazon oder bei unseren Katalogen Weltbild und Bertelsmann oder Quelle. Und zudem unterstützen wir dann unsere Kunden noch mit Werbemaßnahmen wie zum Beispiel Flyer, Kataloge oder sonstige Werbemittel. Jetzt habt ihr gesehen, wer alles an der Entwicklung von Die Siedler, das Erbe der Könige beteiligt war. Da haben wir einmal im Kernteam der Entwicklung ungefähr 25 Personen über die Grafik, Programmierung, Game Design, Level Design, Testen und so weiter. Aber eben auch die vielen Abteilungen drumherum, die uns unterstützt haben. Und wir haben auch diesmal nur die gezeigt, die hier in Düsseldorf sind, Marketing, PR etc. Aber es sind noch viel mehr darüber hinaus, die uns bei unserer Zentrale in Frankreich unterstützen. Uns hat die Entwicklung viel Spaß gemacht. Wir hoffen, dass ihr beim Spielen mindestens genauso viel Spaß habt. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal im Internet bei einem Multiplayer-Spiel. Tschüss!